100 Jahre alt. Ich bin mit 17,5 bin ich Soldat geworden. Ich war eine Rotznase. Und ich war Panzersoldat. Und war Offizier. Ich war der Kommandant, ja. Ich war verantwortlich für meine Kameraden. Und dann passierte es. Bums, war passiert. Mussten wir aussteigen und dann ging ich in Gefangenschaft. Das war im Januar 1945. Und dann sind wir zusammengestellt worden und ab nach Sibirien. Ja, ich hab immer gedacht, es wird niemals mehr jetzt in Europa ein Krieg entstehen. Niemals mehr. Niemals wird so etwas entstehen. Das ist eine Katastrophe. Ist schlimm. Danke, dass du als regelmäßiger Zuseher eine so große und wertvolle Stütze in unserem Friedensprojekt Lebensweisheiten von 100-Jährigen bist. Wenn du jetzt unser Friedensprojekt noch weiter unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Das alles ist nur dank dir und dank dem Vertrauen der einzelnen Familien möglich. Danke. Danke. Einfach unten klicken. Ich bin Daniel Bleunig, bin Begründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvolle Zeitzeugengeschichte für den Frieden wirst du heute bekommen. Darf ich fragen, wie jung Sie sind? 100 Jahre alt. 100 Jahre seien Sie. Ja. 6. Juli 1925 geboren. Am 6. Juli. 6. Juli. Und wie fühlt sich das an, jetzt 100 Jahre zu sein? Wie ist so das Gefühl? Ich bin einer derjenigen der Familie, das erste Mal nur 100 Jahre alt geworden ist. Sonst niemand in der Familie mehr. Niemand mehr. Nur ich. Mein Vater ist 98 geworden, meine Mutter ist 88 geworden, meine Schwester auch 88, aber ich bin jetzt 100 Jahre alt. Als einziger. Sie sind ja 1925 auf die Welt gekommen. Ja, in Gelsenkirchen. Wie war das damals so, in dieser Zeit aufzuwachsen? Das kann ich nicht erkennen. Ich weiß nur, wenn meine Eltern erzählt haben, vor allen Dingen der Vater erzählt hat, das war eine Zeit, als die Franzosen das Ruhrgebiet besetzt haben. Und der Vater war bei der Bundesbahn oder bei der Reichsbahn damals beschäftigt. Und die sind unter schwierigen Verhältnissen zur Arbeit gegangen. Sie wurden immer attackiert, auch mit Waffen von den Franzosen attackiert. Es war eine schlechte Zeit damals. Es ist ja dann 1929, war ja die große Weltwirtschaftskrise. Richtig, ja. Wie ist es da Ihnen und Ihrer Familie auch gegangen? Wie hat sich das so ausgewirkt? Ja, mein Vater war in Gelsenkirchen bei der Reichsbahn und ist dann 1928 von Gelsenkirchen nach Borken in Westfalen, das ist an der Grenze von Holland, ist er versetzt worden und musste dort hat da weiter bei der Bahn gearbeitet.
Und da haben wir 3 Jahre in Borken in Westfalen gewohnt und er ist dann zurück nach Wanne-Eickel versetzt worden zur Bundesbahn. Wie ist es da so gewesen mit Essen? Haben Sie da viel zu essen gehabt, wenig zu essen in der Zeit? Hunger? Oder wie ist es da gewesen damals? Als wir in Borken gewesen sind, war ordentlich. Borken das Essen war sehr ordentlich, kann man nicht anders sagen, ja. Weil zu dieser Zeit waren dann auch schon sehr viele Arbeitslose in Ja. der. Vater war nie arbeitslos, deswegen hatten wir wohl zu essen genug, schätze ich mal. Im Vergleich zu sehr vielen anderen, die nichts gehabt haben. Ja. Ja, wer damals gearbeitet hat, verdiente auch vernünftiges Geld. Aber dann kam die schlimme Zeit, dann ging das Geld los, nicht nur 1 Million, sondern Millionen und Milliarden war das Geld dann wert. Dann musste er, beziehungsweise meine Mutter, musste das Geld schnell wegbringen, weil am nächsten Tag das Geld schon nicht mehr wert war. Inflation. Ja, Inflation, ja. War eine ganz schlimme Zeit damals. Und wie ist es dann gewesen, wie am 30. Jänner 1933 der Hitler an die Macht gekommen ist? Ich war 8 Jahre alt, ne? Als 33 Adolf Hitler an die Macht kam. Meine Eltern waren keine Nationalsozialisten, Vater war bei der Reichsbahn. Er war auch immer in einer Organisation, das war eine Arbeiterorganisation der Reichsbahn, wie der Deutsche Gewerkschaftsbund. Ja, und das ist nachher alles dann verboten worden von Adolf Hitler. Nicht? Und dann musste er sein Abzeichen damals, was er immer getragen hatte, musste er verstecken. Er ist doch nie in einer Partei gewesen, weil andere, die wurden Beamter und er wurde kein Beamter. Und dann hat meine Mutter gesagt, warum werden unsere Nachbarn, die auch bei der Eisenbahn waren, Beamte und du wirst kein Beamter? Ja, sagte, ich bin kein Nationalsozialist, ich bin kein Mitglied der NSDAP. Und deswegen bin ich kein Beamter geworden. Und dann ist er doch eines guten Tages, das war 1936, da wurde er dann Beamter, später. Wie alt waren Sie dann, als Sie in die Hitlerjugend mussten? Wie alt waren Sie dann da? Als ich ins Jungvolk kam, Ja. da war ich 10 Jahre alt, 36 war das. Da bin ich ins Jungvolk gekommen, mit 10 Jahren. Und weil ich guter Sportler war, deswegen wurde ich auch mal Jungvolkführer. Wie war das da? Was haben Sie da so erlebt in der Zeit? Wie war so der Alltag dort in dem Jungvolk? Ja, wie soll ich mal sagen? Man wurde Jungenschaftsführer, man wurde Zugführer, man wurde Fähnleinführer. Ja, Fähnlein, das war also eine Organisation von 150 Leuten damals. Dann war ich Fähnleinführer. Ja. Waren Sie das gerne? Ja, war ich gerne, ja. Aber wir haben keinen Krieg gemacht. Wir haben Zeltlager haben wir gemacht, Zeltlager gemacht, ja, ne? Und haben Sport gemacht im Zeltlager. Aber NSDAP, keine Ahnung, haben wir nie gemacht. Sport haben wir gemacht, damals. Inwiefern seien Sie da schon so ein bisschen mit Propaganda in Berührung gekommen? Wie hat sich das da geht? Obwohl ich sagen muss,
die Organisation der NSDAP, die war so hergerichtet, dass wir als junge Burschen uns gefreut haben, wenn festgestellt wurde, dass wir wieder einen Krieg gewonnen haben. Im Westen und im Osten. Wir waren froh. Als junge Burschen. In Russland, später in Russland und auch im Westen. Wir haben Krieg gewonnen. Wir waren Nationalsozialisten damals, obwohl wir diese Brut nicht kannten. Aber wir haben Krieg gewonnen in Europa. Da waren wir glücklich und zufrieden. So war das damals. Ich hab immer in Erinnerung, als Goebbels gesagt hat, wollt ihr den totalen Krieg? Goebbels, was hat das deutsche Volk geschrien? Heil Hitler, wir wollen den totalen Krieg. 98%. Hier. So verrückt waren die Menschen in Deutschland. Ja. In Österreich, die Österreicher, die haben auch gemacht. Die Österreicher. Ja. Heim ins Reich. Ne? Ja. Als 1938 der Anschluss Österreichs war. Ja. Ja. Wie war das dann zu der Zeit auch schon so mit der Judenverfolgung, mit dem Holocaust? Wie war das, bevor dann der Krieg schon angefangen hat? Ich habe erlebt, ich habe das ja miterlebt, als Kind, wie die Juden mit ihrem Davidstern durch Deutschland gelaufen sind. Habe ich doch erlebt. Und nichts gedacht. Aber wir haben so getan, das sind normale Menschen, aber wir haben denen nichts getan. Wir waren ja jugendlich, wir haben denen nichts getan. Nicht? Ja. Aber wir haben vielleicht auch gedacht damals, warum laufen die damit rum, sind als normale Menschen? Nicht? Oder auch nicht. Dass wir gedacht haben, das sind ja keine normalen Menschen. Und wir wussten nach dem Kriege, was los war. Als die Russen das erste KZ befreit haben. Und dann ging das weiter und weiter und weiter. Und erst dann wurde festgestellt, was ist da passiert gewesen? Schlimm. Ich sage immer zu meiner Lebensgefährtin, zu der Christa, ja immer, Christa, wir müssen das anerkennen, was wir als Verbrecher begangen haben. Wir müssen als Deutschland das anerkennen. Ja. Ne? Bestätigst du das? Ja. Immer. Ja. Das, was passiert sind, diese Fakten, Holocaust, auch die ganzen anderen Kriegsmassaker an der Front. Ja. Wie haben Sie das erlebt, als am 1. September 1939 da der Krieg angefangen hat, als Deutschland Polen überfallen hat? Wie haben Sie das erlebt damals als 14-Jähriger? Ja, ich habe das erlebt, dass gesagt worden ist, der Adolf Hitler hat über Volksempfänger, wir haben alle Volksempfänger gehabt, ja? Seit 5:45 Uhr wird zurückgeschossen. Adolf Hitler. Das habe ich miterlebt. Ob alle das geglaubt haben, weiß ich nicht. Propaganda. Ja, Propaganda. Es gab ja nichts. Alles das, was gelesen wurde in der Zeitung, das war alles manipuliert. Es gab nichts Freie, eine freie Welt und freie Presse. Gab es ja überhaupt nicht. Wir mussten nicht das glauben, was da geschrieben stand.
Haben Sie da irgendein Beispiel, was da gestanden ist? Was ist denn da drinnen gestanden in der Zeitung? Also, Alles positiv natürlich für den Nationalsozialismus. Alles positiv. Das haben wir so auch erlebt. So haben wir auch das angenommen, dass das so gewesen wäre. War aber nicht so. inwiefern hat es damals so Meinungsfreiheit gegeben? Nein, nein, gab es nicht. Freiheit gab es nicht. Meine Eltern, meine Mutter hatte einen Bruder, der ist ausgewandert nach Amerika. Während der Weimarer Republik ist er ausgewandert. So. Und meine Mutter, als die Amerikaner 1942 in den Krieg eingetreten sind, da hat meine Mutter gesagt, zu Hause, wir können den Krieg gegen Amerika nicht gewinnen. Da habe ich immer gesagt, als Jungvolkführer, ich habe gesagt, Mutter, du darfst niemals so etwas sagen draußen. Alles innerhalb nur der Familie. Nie ein Wort gegen den Nationalsozialismus oder den Krieg zu verlieren. Um Gottes Willen. Wir hätten den Krieg nicht verloren. Meine Mutter hat das immer gesagt, wir verlieren den Krieg. Was wäre passiert, wenn das wer gehört hätte? Was wäre dann passiert? Was passiert wäre, ich bin davon überzeugt, die Mutter wäre verhaftet worden. Und der Vater wäre niemals Beamter geworden, der wäre entlassen worden oder was auch immer. Oder wären verhaftet worden. Sowas darf man doch nicht sagen. Während dieser Zeit, wir verlieren den Krieg, um Gottes Willen, das wäre das Allerschlimmste gewesen. Wir können doch nicht sagen, ich verliere den Krieg. Nein. Und kurz darauf haben Sie dann einrücken müssen. Ja, ich war jung. Mit 17,5 bin ich Soldat geworden. Januar 1943. Ich war eine Rotznase. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich musste. Ne? Ich konnte mich nicht wehren. Niemand konnte sich wehren. Wenn einer sich gewehrt hätte, der wäre sofort ins KZ gekommen. Wenn einer sich gewehrt hätte, gegen den Krieg zu ziehen oder Soldat zu werden, ja, der wäre sofort weg gewesen. Ja, es ging gar nicht anders. Jeder musste Soldat werden. Nicht? Und dann für Führer und Vaterland sterben. Ja, so war das. Ja. Wie war da der Abschied zu Hause? Wie war der Abschied von den Eltern, als sie da einrücken mussten? Das kann ich gar nicht mehr so sagen. Ob freudig oder nicht freudig. Man wurde Soldat. Das haben wir so hingenommen, will ich mal sagen. Wir haben das hingenommen. Wer wurde Soldat? Haben wir hingenommen. Ja. Haben wir deswegen hingenommen, weil wir uns nicht dagegen wehren konnten, schätze ich mal. Ich war kurze Zeit im Arbeitsdienst. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Arbeitsdienst gewesen ist. Reichsarbeitsdienst, bevor man in die Front gekommen ist mit der Schaufel oder mit dem Spaten. Reichsarbeitsdienst. Jeder Deutsche, ob Frau oder Mann, musste in den Reichsarbeitsdienst. Mindestens ein Vierteljahr. So. Ja. Bevor man an die Front kam. Bevor man an die Front kam, musste man in den Reichsarbeitsdienst. Und da waren Sie auch. Ja. Wo waren Sie da? Da war ich war in Frömern, hoch oben auf dem Berg, die paar Monate oben auf dem Berg. Und da haben wir Sport haben wir gemacht und mit dem Spaten haben wir exerziert. Ja.
In welchem Jahr war das? In welchem Jahr? Das war Januar 43. Januar 43 bin ich in Arbeitsdienst gekommen. Und April bin ich dann in Soldat geworden. Und wo sind Sie da hingekommen danach? Wo seien Sie da Nach hingekommen? Elbing. Elbing ist Ostpreußen. Und das war eine Stadt, Kasernen noch und noch und noch. Und ich war Panzersoldat. Ja, wir hatten auch eine große Division als Panzer, auch in Elbing. Und da haben Sie dann die Panzerausbildung gemacht. Ja, Panzerausbildung, ja. Also der erste Einsatz, den ich erlebt habe, der war schlimm. Da sind in der ersten Nacht 3 Soldaten gefallen aus meiner Kompanie. In der ersten Nacht schon. In der ersten Nacht. Da hab ich schon gedacht, was ist das für ein Krieg? Was ist das für ein Krieg? Ist ja schlimm. Ist ja schlimm. Sowas zu erleben, ist schlimm, kann ich Ihnen sagen. Wenn Kameraden plötzlich sind tot. Ne? Aber wir mussten ja weiterkämpfen. Ja. Und wo waren Sie dann an der Front, an der Ostfront? Ja, an der Ostfront, in Ostpreußen. In Ostpreußen, ja. Haben Sie da viele Kameraden gekannt, die dann gefallen sind? Weniger. Das erste Mal habe ich erlebt, dass meine Kameraden gefallen sind. Das erste Mal. Ich war nur im Panzer. Ich konnte das nicht erleben, dass Leute. Wir haben geschossen. Wir haben da auch viele Leute totgeschossen, gebe ich zu. Aber selbst im Panzer, weit weg. Waren Sie da Ladeschütze, Richtschütze, Fahrer, Kommandant? Welche Rolle haben Sie gehabt im Panzer? Ja. Chef, ich war der Chef. Der Panzerkommandant. Ich war der Kommandant, ja. Ich war verantwortlich für meine Kameraden. Ich hatte 3 Panzer unter mir als Leutnant. 3 Panzer unter mir als Leutnant. Und wann sind Sie Leutnant geworden? Wann? Das kann ich genau sagen. 2 Tage nachdem ich in Ostpreußen eingetreten bin, als ich mit dem Panzer in Ostpreußen angekommen bin. 2 Tage später bin ich Leutnant geworden. Im 1944. Nee. 43. 43. 43 schon. Ja. Das heißt, da waren Sie dann schon am Panzerkommandant. Ja. 43. Und war Offizier. Vielleicht sogar mit Begeisterung am Anfang. Am Anfang, ja, selbstverständlich. Fenrichs Vater, der war Hauptmann, das war unser Chef damals. Ging alles ruckzuck, wie schnell man Offizier geworden ist. Ja. Das lag daran, nicht wahr? Viele Offiziere sind gefallen, die waren nicht mehr da. Welche Panzer haben Sie da gehabt? Panzer 3, Panzer 4? Nee. Welche Panzer? Den Tiger! Der Tiger! So, den hatten wir. Und da waren Sie der Kommandant. Ja.
Und da war noch so ein bisschen Begeisterung oder war da schon zu dem Zeitpunkt nur mehr Schauen zum Überleben? War gerne. Da waren Sie noch gerne. Ja, ich war gerne Panzersoldat. Ja, selbstverständlich. Auch Panzeroffizier. Gerne. Ja, Bis dann eben die eine Nacht gekommen ist. ja. Das passierte in dieser Nacht. In einer Nacht habe ich das erlebt, was das für Verbrecher gewesen sind. 1200, 1500 Jungs, 15-, 16-Jährige in Uniform, ja, in Sommeruniform, nicht, haben die uns in die Schlacht geschickt. Nach Mama und Papa haben sie geschrien, sind umgekommen. Da haben sie denen erzählt, die müssen in die Tucheler Heide und müssen ein bisschen üben. Das haben sie uns dann gesagt. Wir müssen doch in die Tucheler Heide üben. Ja, von wegen üben. An der Front. Schlimm. Ja. Also da haben wir gesagt, das ist eine große eine Bande, ja, nicht wahr? Da können wir nicht mehr glauben. Da haben wir festgestellt, was das für eine Verbrecherorganisation gewesen ist, die Deutschland geführt hat. Da hat ein Oberfeldwebel, der war Ritterkreuzträger, der hat 17 T-34 abgeschossen. Und dadurch wurde er Ritterkreuzträger. Da hat er gesagt, Oswald, was ist los? Wie kann so etwas passieren? Wie können Jungs, die 15 und 16 Jahre alt sind, jetzt plötzlich auf einmal hier bei uns auf der Front sind? Da habe ich gesagt, Schluss, Verbrecherbande. Ja, der sowas macht. Haben Sie doch Wenn man sich das erlebt, wenn 1500 Jungs in Uniform, in brauner Uniform, ja, nicht? Und haben nach Mama und Papa geschrien. Nee. Dass der Mann, der Ritterkreuzträger gewesen ist, dass der selbst gesagt hat, Oswald, das sind Verbrecher. Er war Ritterkreuzträger. Er hatte den höchsten Orden. Ja. Oberfeldwebel. Da haben wir nur noch gedacht, wenn wir eben können, schnell nach Hause, versuchen nach Hause zu kommen. Nicht? Aber ging ja nicht. Überall hat die SS gestanden, nicht wahr, und hat gesagt, kein Schritt weiter, sonst werdet ihr hier erschossen. Zurückmarsch ging nicht. Befehl Adolf Hitler. Ja, das war Zeiten. Wie war da so der Kontakt zur Zivilbevölkerung? Welche? Die deutsche Bevölkerung? Ja, beide, sowohl also die Polen, Nee, nein. Wir hatten, Ostpreußen waren will ich mal sagen, zu 95% Deutsche und zu 5% vielleicht Polen. Das war alles in bester Ordnung. Also Ostpreußen, nicht Polen, Ostpreußen. Ja. Alles deutsche Menschen. Und da sind ja auch 2,5 Millionen deutsche Menschen sind ja geflohen in den Westen hier. Die sind ja teilweise von den Russen wieder eingefangen worden. Und sind ermordet worden von den Russen. Guckt euch diese Zeit an, die deutschen Soldaten, die deutschen Menschen, die Zivilisten, die da von Ostpreußen geflohen sind, was denen passiert ist. Schlimm, kann man alles nachgucken. Und
Und umgekehrt leider genauso. Ja. Auf Was, bei- auf was, bei- wir, was, wir, ja, was wir gemacht haben. Was, ja. Also ich kann nur eins sagen. Meine Division hat kein Menschen, kein Zivilmenschen was getan. Kein Mensch, kein Zivilmensch was getan. Der Kommandant der Division hat gesagt, ihr habt nicht den Menschen, Schweine und Vieh und so weiter. Bleibt alles so, wie es ist. Wird von euch verboten. Unsere Division hat sowas nicht gemacht. Ja. Aber leider sehr viele andere. Und unsere Division ist auch nicht, muss man wissen, auf dem Nürnberger Prozess verurteilt worden. Unsere Division ist nicht verurteilt worden. Es ist gesagt worden, diese Division hat keine Verbrechen begangen. Bei welcher Division waren Sie da? Bei welcher Division? Welche Division? Die Division hieß, meine Güte, ich weiß es. Division Feldherrnhalle hieß sie. Die Division Feldherrnhalle. Nicht Verbrechen, kein Verbrechen. Ja, war in Ordnung. Ja, war eine von vielen. Ist auch unser Kommandant, unser Kommandeur nicht verurteilt worden, freigesprochen worden. Ja. Ich habe deswegen mein Gehör verloren, weil ich Riesenlärm erlebt habe im Panzer. Riesenlärm. Also wir hatten die 8,8 Kanone. Ja, und wenn dann geschossen wurde, wir haben ja auch geschossen. Ja, wir haben ja nicht gespielt, von wegen. Ja, und das war ein Riesenlärm. Und der Motor, alleine der Motor war schon ein Riesenlärm. Und dann, je älter ich wurde, umso schlimmer wurde das mit meinem Gehör. Ja. Ich war mit meinem Panzer, die anderen beiden Panzer, die waren auch in unserer Nähe oder in meiner Nähe. So, ja. Und ich war in einem halben Loch, sagen wir mal. So. Und habe nicht aufgepasst und wollte raus. Ja, und gehe nach oben und passt nicht auf. Und mein Panzer ist seitlich gestellt worden, ja, und da hat eine T-34 hat meinen Panzer erwischt, aber nur seitlich. Hätte ich anders reagiert, ja, und der T-34 hätte mich beschossen von vorne, dann wäre die Granate weg gewesen. Aber seitlich waren wir als Panzerleute sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr in Gefahr. Und dann passierte es. Bums, war passiert. Mussten wir aussteigen und dann ging ich in Gefangenschaft. Das war im Januar 1945. Januar 1945. Da war der Krieg noch nicht zu Ende. Schlimm. Wohin? Wohin? Ja, erst von Deutsch-Eylau sind wir marschiert. 40 Kilometer nach, fällt mir der Ort nicht ein.
In Polen war das oder Ja, nee, Ostpreußen. Ostpreußen noch? War Ostpreußen, ja. Und dann sind wir zusammengestellt worden und ab nach Sibirien. Nach Sibirien. 6 Wochen, 6 Wochen in einem Waggon. Kann man sich gar nicht vorstellen. Einmal wurde die Tür aufgemacht, Kameraden von uns, die gestorben sind, rausgeschmissen, fertig. Schlimm, was man da erlebt hat. Ganz, ganz schlimm. Ja, man musste doch auch mal Notdurft machen. Alles, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da passiert ist. Wie viele waren Sie im Waggon? Wie viele Menschen? 70 in einem Waggon. 70 Kameraden. In einem Waggon 70 Kameraden. Aber geschlossen, oben zu. Ja, Wie viele sind angekommen in Sibirien? das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht mehr. Wie viel, ob 20, 30, 40 oder weiß ich, das kann ich gar nicht sagen. Das war so ein Durcheinander. Da waren es gerade einmal 20, nicht einmal 20 Jahre. Ja, 19 Jahre. ja, 19 Jahre. ja. Ja, ich war jung. Und wie war das dann nachher in Sibirien, wie Sie angekommen sind? Wo sind Sie da hingekommen? Nach Sibirien. Wie hat dieser Ort geheißen? Ach, ich habe den Ort. Es war 150 Kilometer, war eine Stadt. Meine Güte, wie ist die? War in Südsibirien. Im Süden Sibirien. Und was waren dann Ihre Aufgaben dort? Was waren da Ihre Aufgaben? Wir haben Kohle gefahren. Wir haben Kohle am Tage haben wir gefördert. Wie sagt man? Kohle am Tage gefördert. Über Tage. Ja, Ja, Über Tage. über Tage. über Tage, ja. Ja, ja. Das war unsere Arbeit. Ja. Essen, wie hat es mit dem Hunger ausgeschaut? Wie soll ich mal sagen, wie viel Brot? So viel Brot. Das war schwarzes Brot. Das war so nass, wenn man das gegen die Wand schüttet, dann blieb das kleben. Und wir mussten ja jeder sehen, dass wir einen Löffel, nicht nur einen Löffel, eine Büchse bekamen. Wir haben alle eine Büchse gehabt. Ja, so wie hier, was wir hier zu Hause haben. So eine Büchse. Eine leere Büchse. Und dann haben wir ein bisschen Wasser, Milch, so dumm wie Wasser, nicht? Ein Pott. Das war unser Essen. Und dann Suppe. Und dann, ja. Viele sind gestorben in dem Lager. Ja. Also, wir haben selbst mal festgestellt, 42 Menschen, 42 Soldaten sind jeden Tag gestorben. Im Lager. 42 Menschen, jeden Tag gestorben. Da sind mal 2 ausgebrochen. Die sind wieder erwischt worden. Die sind auch an der Stelle, wo sie erwischt worden sind, wieder totgeschlagen worden.
Mitten auf dem Lagerhof standen, wir mussten dran vorbeispazieren. Der Kommandant gesagt, damit ihr Bescheid wisst, das passiert euch nochmal, wenn ihr ausreisen wollt. Ja. Jeden Tag sind 42. 42 Personen gestorben. Es war schlimm. Ich werde also nicht vergessen, es wurde immer festgestellt, jeden Tag wurde festgestellt, Toten, die mussten ja versorgt werden, weg. Da wurde ein Bauer verpflichtet und hat mit einem Fluch ein bisschen Erde hochgemacht. Dann war vielleicht so viel Erde da und dann kamen die Soldaten flach da rein, bisschen Erde drüber. So. Und bevor die beerdigt wurden, das war Beerdigung vom Bauern, und bevor die beerdigt wurden vom Russen, vom Bauern, ja, mussten die ja von der Scheune, sagen wir mal, große Scheune war da. Da waren die Soldaten, das stank. Alles gestankt bis zum geht nicht mehr. Nicht? Ich wurde mal eingeteilt, ich sollte auch das machen. Wurde ich zusammengeboren, ich bin zusammengeboren. Ich konnte das nicht, bin zusammengeboren. Ich habe von einem Russen 4 Zähne verloren. Der hat mir sofort, ich bin niedergefallen, hat er mir die Zähne kaputtgeschlagen. Ja, nicht, weil ich nicht mehr, ich habe die Toten nicht mehr, unsere Kameraden nicht mehr da wegnehmen. So. Das hier. Und dann kam der Bauer und hat das dann gemacht. Das war schlimm. Da haben wir nur noch gesessen und haben unsere Läuse kaputt gemacht. Ja, wir wussten schon, wo unsere Läuse sind. Also wir wurden ja enthaart. Alles Haare weg, alles unten Haare weg, unten alles wurde weg. Ja? Aber unsere Leute, die waren trotzdem da an unseren Klamotten. Nicht? Alles voll. Und dann haben wir nur noch unsere, ja. Und dann arbeiten. Rechts und links, rechts und links. Wie viele Menschen waren da in diesem Lager in Sibirien? Wie viele? 2.500. 2.500 Soldaten. Und von diesen 2.500 Soldaten sind jeden Tag 42. 42 haben wir selbst ausgerechnet. Ja. Sind im Die sind dann in die Scheune gekommen, bis die voll waren. Und dann blieben die da liegen. Und waren ja. Also schlimm war das, ja. Sind da dann jeden Tag immer neue dann gekommen, neue Züge, neue Transporte mit neuen Gefangenen? Oder? Ja. Und dann war noch eins. Die Russen haben nicht lesen, die haben nicht zählen können. Wenn wir dann rausmarschiert worden sind mit den Russen,
Das dauerte manchmal eine ganze Stunde, 1,5 Stunden. Dann haben die neu gezählt, die Russen neu. Die haben das nicht zählen können. Nicht, also, und wir standen da und haben warten müssen. Nicht? Und die haben sich verzählt. Schlimm. Oder nachmittags, dann kam mal ein Wagen von Russen mit Wasser. Was haben wir gemacht? Wir sind auf den Wagen losmarschiert. Nicht? Überfallen haben wir den mit Wasser. Ja, wir wollten doch Wasser trinken, wenigstens Wasser trinken. Ja. Die Russen haben es nicht zugelassen und haben draufgeschlagen. Und die Deutschen, einige Deutsche, muss ich anders sagen, ganz wichtig, einige Deutsche haben ein besonderes Glück gehabt. Die sind gut versorgt worden von den Russen. Die haben uns mehr geschlagen als die Russen selbst. Deutsche Soldaten. Aber denen ging es gut. Die Russen haben gesagt, das ist gut. Macht mit denen, mit euren Kameraden. Ja. Ja, ich meine, Das haben die gemacht mit uns. Einige. Wie war das dann, wie der sibirische Winter gekommen ist? Der Winter war richtig Schnee. Ja. Aber wir hatten in einen großen, das war eine Baracke. Und die Baracke war 100 Meter lang. Und da war innerhalb der Baracke war ein großer Ofen. Und der war an. Aber man merkte nicht viel. Bisschen war alleine die Menschen. Wir waren waren ja Menschen. Ne? Ja, wir waren ja auch ein bisschen wärmer als Menschen. Ne? Aber ein Ofen war da. Ja. Wie kalt war es da? Wie kalt? Heiß? Na, wie viel Minusgrade hat es da gehabt? Wie kalt? 20. Kann sein. Kann sein. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich habe auch Russisch selbst nicht mehr lernen können. Da Russisch zu lernen. Wir hatten auch einen Kriegsgefangenen, der war Pastor. Ja. Und einmal im Monat wurde Gottesdienst gemacht in einem Haus. Ja, sind wir alle hingelaufen. Ja, wir waren doch alle, plötzlich waren wir alle fromm. Wir waren plötzlich alle fromm. Weil es uns so dreckig ging. Deswegen waren wir so plötzlich, auf einmal waren wir als Kriegsgefangene, wir waren alle fromm. Ja. Wie war das mit dieser Hoffnungslosigkeit? Diese Hoffnungslosigkeit so weit weg von zu Hause, so jung, Ja. so viele Menschen sterben. Wie haben Sie das im Kopf verarbeiten können? Im Kopf. Wie ist es da im Kopf bei Ihnen gegangen? Ja. Wie haben Sie das verarbeiten können? Tja. Traurig noch und nöcher. Ja. Traurig noch und nöcher. Das ging ja gar nicht anders. Du hattest Hunger, ich habe doppelte Lungenentzündung in Kriegsgefangenschaft. Ich habe alles an Krankheiten gehabt in Kriegsgefangenschaft. Und bin trotzdem rausgekommen. Aber wie soll es mir ergangen sein? Stumpft man da ab? Denkt man da gar Es war mir
es war nachher, es war mir letztlich scheißegal, ob du starbst oder nicht. So war das dann in Gefangenschaft. Ja. Erzähl mal mit deiner Rippenfellentzündung. Ja, wir hatten ja auch Ärzte, die waren deutsch, waren auch in Kriegsgefangenschaft. Ja. Ich hatte nasse Rippenfellentzündung. Ja. Und unter diesen Umständen hat ein Arzt, unter schwierigsten Umständen, hat er mir meine Lunge vom Wasser entzogen. 2 Kameraden oder 3, die haben mich festgehalten vor lauter Schmerzen. Ich habe geschrien, festgehalten, und er hat die Lunge. Punktiert. Punktiert. Ja, Die Rippen, Ja. nicht die Lunge. ja, Ja. wurde aber gemacht. Ja, nun, ich meine, das wurde nicht mit Betäubung und so. Ja, ja, ich meine, Leute, die das mitgemacht Die haben, Dystrophie, Dystrophie. ne, dass er das überhaupt so erzählen kann. Ich hatte alle Krankheiten. Warum bist du aus dem Lager entlassen worden? Ich war doch krank. Ich war doch krank. Ich war krank. Und ach so, wurde ein Protest, wurde kranke Leute, die nicht mehr arbeiten konnten. Dann wurde mal eine Gruppe zusammengestellt, ja, mit so und so vielen Leuten. Und dann kam man nach Hause. Ich kam jetzt nicht mehr arbeitsfähig. Ich war dick im Bauch, ganz dünne Beine, dünne Arme, alles dünn, ja, nicht? Und habe 32 Kilo gewogen. So habe ich ausgesehen. Ja, nicht mehr arbeitsfähig. Ja, ja. Das heißt, weißt du schon todkrank, Die Todkranken, die sind dann abgeschoben worden. Und dann wieder 6 Wochen zurück. Ja. 6 Wochen. Auch wieder mit Fiebergons. Ja, 6 Wochen. Nein, 4 Wochen. Hin 6 Wochen, zurück 4 Wochen. 4 Wochen zurück. 4 Wochen in einem Waggon. Und wie viele sind dann da wieder gestorben? Weiß ich auch. Wie viele sind gestorben? Nein. Innerhalb dieser 4 Wochen. Viele Kranke. Ja. Wann seien Sie heimgekommen? Wann? 1947? Ja, 5. Weiß ich gar nicht, 2,5 Jahre. Also ich bin in Frankfurt an der Oder entlassen worden und da kriegte ich 3 Kartoffeln vom Russen in die Hand. Das war mein Essen. Und dann sind wir losgelaufen in Frankfurt an der Oder, der ganze Zug, wir waren ein paar hundert Leute. Ja, und dann haben wir Leute gefragt in Frankfurt an der Oder, was ist los? Da haben die Russen gesagt, wenn ihr heute Nacht noch hier seid, kommt ihr wieder ab nach Russland. So, was haben wir gemacht? Wir haben die Leute gefragt, wie kommen wir nach Berlin von Frankfurt an der Oder? Da hat uns ein Mann gesagt, heute Abend oder heute Nacht geht ein Zug von Frankfurt an der Oder, das war ein Güterzug. Ja, nicht? Wenn ihr den schnappt, dann kommt ihr nach Berlin. Und dann sind wir in Frankfurt an der Oder nachts. Und dann sind wir in den Güterzug, war hell, der Zug war offen. Nicht? In den Güterzug rein, wir alle, und dann sind wir alle nach Berlin gekommen. Und Berlin war kaputt. Und ich hatte Durchfall in dieser Nacht. Noch und nöcher, alles war saumäßig.
hat ein Kollege zu mir gesagt, weißt du, Oswald, bleib du am besten hier auf dem Bahnsteig, wo wir angekommen sind. Bleib du hier, ich will mal gucken, ob ich für dich etwas an Unterwäsche kriegen kann. Ich sagte, ich komme wieder, ich bleib hier, bleib du hier, ich komme wieder. Und er brachte mir tatsächlich 2 Unterhosen. Hat er von Leuten bekommen. Hat er vielleicht gefragt, irgendwelche Leute, und das war trotzdem alles kaputt. Ich kriegte wenigstens meine 2 Unterhosen, damit, ja. Ja, und dann sind wir durch Berlin gelaufen. Wir wussten ja nicht, wo sollen wir nach, jetzt sind wir in Berlin, was sollen wir jetzt machen? Ehemalige Kriegsgefangene, was sollen wir jetzt machen? Dann trafen wir einen russischen Offizier. Und wir waren immer zu dritt. Und dann haben wir den gefragt, was sollen wir jetzt machen? Da hat er gesagt, wenn ihr in den Westen wollt, dann müsst ihr nach Berlin-Starken, da ist ein englisches Lager. Da müsst ihr dahin nach Berlin-Starken. Die machen einen Transport dann von Berlin nach Deutschland. Ja, war ja alles offen. So, und auch die Russen, die haben ja alles zugemacht. So, dann haben die Russen, dann sind wir nach Starken gefahren, da haben die Russen uns erstmal entlaust. Dann haben die uns mit Pulver, alles Pulver, alles entlaust. So. Und dann sind wir, dann bin ich eine Woche ins Krankenhaus gekommen, nach Berlin-Lichterfelde. Ja, so. Da wurde ich konnte nicht mehr richtig laufen. So, und dann bin ich da eine Woche gewesen, da bin ich zurückgekommen und dann wurde ein Transport gemacht und dann kam ich nach Deutschland, nach Münster. Nach Münster in ein Lager. Da waren dann, da wurden wir aufgeteilt. Engländer, das waren Kriegsgefangene, deutsche Kriegsgefangene, alles deutsche Kriegsgefangene, die aus England kamen, die aus Amerika kamen, die aus Russland kamen. Alle schön eingeteilt. So, und wollten wir alles zeigen, so, was haben wir denn jetzt? Mussten wir alles vorzeigen, was wir hatten. Wir als Kriegsgefangene von Russland, wir hatten nichts. Wir konnten auch nichts sagen. Und eine Büchse. Sonst hatten wir nichts. Die Engländer, und die in England waren und in Amerika, die hatten Säcke voll. So hatten die sich Klamotten bekommen. Da mussten die an uns abgeben. Und wir kriegten dann von den Engländern eine Schachtel Zigaretten im Lager. Was haben wir? Diejenigen, die rauchten, die haben geraucht. Diejenigen, die nicht rauchen, die haben das weggegeben für Brot. Ja. Ne? Zigaretten. Ja. Erst da konnte ich antelefonieren. Ne? Ne? Meine Eltern hatten kein Telefon. Nachbarn hatten ein Telefon. Und dann hat ein Nachbar gesagt, ich sage sofort den Eltern Bescheid. Ja, und da haben die Bescheid. Dann wussten erst meine Eltern, dass ich überhaupt aus Kriegsgefangenschaft gekommen bin. Also, es war eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit. Eine ganz, ganz schlimme Zeit. Das kann man überhaupt gar nicht nachvollziehen. Man kann das gar nicht erzählen, was da passierte mit den vielen Menschen.
Sie haben ja vorher gesagt, Sie sind ein Deutscher geblieben, aber Sie verurteilen das, was Deutschland, den Holocaust, den ganzen Kriegsmassaker, was da begangen geworden ist. Ja, selbstverständlich. Ich bin sogar ich muss mich schämen, dass ich als Deutscher, ja, das miterlebt habe, nicht wahr, was da gemacht worden ist. Muss mich schämen als Deutscher. Wie können deutsche Menschen sowas gemacht haben? 6 Millionen Menschen. Schlimm. Na, es muss ja mal zu Ende sein. Nein, es darf nicht zu Ende sein. Muss immer wieder gesagt werden, was die Deutschen mal gemacht haben. Mit dem KZ und mit anderen Menschen. Ne? Danke, dass Sie uns da so ausführlich über das berichtet haben. Ich kann mir vorstellen, es ist nicht leicht, das alles zu erzählen, weil das sehr belastend. Und dann Das- auch das- lange her, das- man muss ja. überlegen. Ne? Ja. Also Vielleicht. das war für mich die allerschlimmste Zeit, die ich in meinem Leben mitgemacht habe. Die Kriegsgefangenschaft war die allerschlimmste Zeit. Und dann bin ich, als ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, als ehemaliger Kriegsgefangener nach Deutschland zurückgekommen bin, da wusste ich, dass ich ein guter Demokrat werden will. Und das bin ich auch geworden. Ich bin ein guter Demokrat geworden. Guter Demokrat. Nie ein Rechter oder ein Linker. Aber ich bin ein guter Demokrat geworden. Stadtdirektor unter anderem, Ja. Gewerkschafter, Sozialdemokrat. Ich war Personalchef von 1500 Leuten. Was ich gesagt habe, wurde gemacht. Hier. Ich hatte die ganze Macht, alles war bei mir. Ich hatte Macht noch und noch. Ich konnte kommen und gehen, wann ich wollte. Ob ich Lust hatte, ging ich arbeiten. Wenn ich keine Lust hatte, habe ich nicht gearbeitet. Ich war der oberste Chef, konnte machen, was ich wollte. Ja, nicht? Je älter ich war, sag mal, was bist du eigentlich nicht ganz gescheit? Was fällt dir eigentlich ein, so etwas gemacht zu haben? Ja, Und auf der anderen Seite wusste ich aber, meine Eltern haben immer gesagt, Junge, du bist jetzt was geworden, bleib fest auf der Erde, mit beiden Händen, bleib fest auf der Erde, vergiss das nie. Ja? Und ich habe es nicht vergessen. Ich war sagen wir mal, bei 99,9% meiner Mitarbeiter der allerbeste Chef. Ja. Den Kleinsten habe ich das Allerbeste getan. Allerbeste. Den Kleinsten. Wenn ich hier durch die Stadt gelaufen bin, die Müllwagenfahrer, die blieben mit ihrem Müllwagen stehen, sind alle ausgestiegen, sind zu mir gekommen, haben gesagt, wissen Sie was, wie geht es Ihnen? Ja, nicht? Sie waren unser bester Chef. Also das Miteinander fördern, das ist wichtig. Und ich könnte auch Dinge erzählen, ja, die ich immer wieder erlebt habe, was ich für die Mitarbeiter getan habe. Ich habe vieles getan. Und dann haben Sozialdemokraten, dann habe ich denen gesagt, schämt ihr euch nicht, ihr Sozialdemokraten? Ich wollte den Kleinsten im Pflegeheim, wollte ich was Gutes tun, habe ich auch getan. Ich habe denen alle eine Gruppe höher bezahlt, wie sie durften, nach dem Tarifvertrag. Eine Gruppe höher. Da haben die gesagt, wie ich dazu käme,
über den Tarifvertrag hinauszuzahlen. Ich sage, weil die so wenig verdienen. Deswegen schämt ihr euch nicht, sowas zu sagen. Seid froh, dass das so gemacht worden ist. Nur ein Beispiel. Dazu kenne ich viele. Also für Sie war immer wichtig, weil Sie die schrecklichste Zeit in Sibirien miterlebt haben, die schrecklichste Zeit, war für Sie dann später wichtig, so gut es geht, was Sie tun können, den Menschen zu helfen. Ja, ja. Wenn ich heute sehe, wie die Kinder, manche Kinder mit ihren Eltern umgehen, das ist eine Katastrophe. Das ist schlimm. Nicht? Wir können das doch immer wieder erleben. Nicht? Auch im Fernsehen. Das ist schlimm. Nie vergessen. Ich habe alles für meine Eltern getan. Alles. Als meine Mutter gestorben war, habe ich alles für meinen Vater getan. Meine Schwester hat alles für den Vater getan. Das gehört sich so. Familie ist wichtig. Ja, das gehört sich so. Ja. Hier, Und sagen wir mal, im die Christa hat die eigene Mutter nicht, aus dem Altenheim zurückgeholt, weil sie gesagt hat, das ist eine Katastrophe, Ja. wie die alten Menschen behandelt werden im Pflegeheim. Da hat sie gesagt zu mir, du wirst niemals, mach kommen, was da will, du wirst niemals in ein Pflegeheim kommen, solange wir beide noch zusammen sind. Und ich das kann. Niemals in ein Pflegeheim. Ja, das ist auch eine Sicherheit für ihn. Ne? Ja. Das ist klar. Was ist der Sinn im Leben? Man soll sich so benehmen, dass man feststellt, dass man bei anderen Leuten vernünftig ankommt. Alle Menschen, die man kennt, das ist doch ein vernünftiger Mensch. So soll man sich benehmen. Das ist mein Ziel. Je älter ich werde, umso mehr, als ich jünger war, will ich mal so sagen, da habe ich vielleicht mehr gedacht. Ich habe mehr, meine Meinung ist besser und richtiger, habe ich gedacht. Das sehe ich heute völlig anders als Erwachsener, als alter Mensch. Völlig anders. Meine Meinung ist nicht so, wie ich mal gedacht habe. Ich hab Recht, ja Flöte piepen. Auch andere Menschen haben Recht. Nein? Und, Ja. und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Nie wieder. Nie wieder. Wenn ich nur was tun könnte. Die Menschen sollen sich alle vertragen. Das ist dann mein Abschluss. Der Best. Wenn die Menschen sich alle vertragen, dann gibt es auch keinen Krieg. Die sollen sich vertragen. Die Menschen sollen sich alle vertragen. Und wissen Sie, wo das steht? In der Bibel. Und da steht in der Bibel, die Menschen sollen sich alle vertragen. Und dann steht noch in der Bibel was. Ich soll einen Feind lieben, steht auch in der Bibel. Nur frage ich mich, wie soll ich einen Feind lieben,
Wie soll das gehen, einen Feind zu lieben? Aber man soll es versuchen.